Wanderung wird schön. Das ist krass. Habt ihr schon mal so krasse Wasserfälle gesehen? So, wir sind jetzt beim Johnston Canyon angekommen und ziehen uns gerade warm an. Wir machen jetzt eine Wanderung, die ist 5,6 Kilometer lang, einmal hin, einmal zurück. Und wir hoffen, dass wir schöne Wasserfälle sehen. Und es hat über Nacht auch geschneit, also hier ist Neuschnee. Auf dem Hinweg sind wir schon durch eine richtig schöne Winterlandschaft gefahren. Oh, da ist noch voll der Schneeklotz abgefallen. Ja. Digga. Hier ist auf jeden Fall auch ordentlich was los. Also, ach du Scheiße, viel mehr als wir bis jetzt irgendwie in den Rockies Leute gesehen haben. Parkplatz ist ganz schön voll. Bin mal gespannt, wie sehr sich das verteilt. Wird schon gut sein. Erstmal schlau machen, was hier so abgeht. Hoffentlich sehen die Wasserfälle genauso aus gleich. Bis jetzt ist es auf jeden Fall ein schöner Trail hier und auch mit vielen Infotafeln, so wie es mir gefällt. Kann man immer viel lesen. Und unten stand schon, dass es eines der beliebtesten Ausflugsziele ist im Banff National Park. Und hier auf dem Schild stand gerade, dass jährlich ca. 1 Million Menschen hier lang gehen. Jetzt wissen wir auch, warum hier so viel los ist. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir im Winter hier sind. Im Sommer ist bestimmt noch mehr los. Man sieht es kaum, aber das da ist ein kompletter Eisklotz. Ist halt ein bisschen frischer Schnee drauf. Aber sieht cool aus. Hat auch so eine leicht bläuliche Farbe. Ich freue mich. Ich glaube, die Wanderung wird schön. Sagt es zum ersten Wasserfall? Voll krass. Das waren nur die Lower Falls. Daum! Man sieht noch nicht viel wegen den Bäumen, aber jetzt seht ihr mehr. Hast du schon mal in deinem Leben einen eingefrorenen Wasserfall gesehen? Nicht so einen krassen auf jeden Fall. Ich habe noch gar keinen gesehen in meinem Leben. Schon krass. Wie blau das auch einfach ist, gell? Das sieht so abgefahren aus. Wir haben heute richtig Glück mit dem Wetter auch. Dadurch, dass es geschneit hat, sind die Bäume so schön weiß. Und toll. Einfach toll. Wusstest du, dass das hier so aussieht? Nein, aber krass. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Habt ihr schon mal so krasse Wasserfälle gesehen? Also ich auf jeden Fall nicht. Das war schon krass. Ich vermute mal, dass wir das Highlight schon gesehen haben. Aber hier war irgendwie noch ein Aussichtspunkt, noch 150 Meter weiter. Und den nehmen wir noch mit. Und nachher rutsche ich da runter, ich sag's euch. Fürs Video. Okay, krass, es hat sich gelohnt, nochmal die 150 Meter extra zu gehen. Jetzt sieht man nämlich das Ganze hier von oben. Ich habe schon wieder so viel gefilmt. Das muss alles noch bearbeitet werden. Hä? Was hast du vor? Ich wollte einen Schneeball reinwerfen. Ja, dann los. Ah, Das sieht voll gefährlich aus, Maus. Fürs Video. Oh mein Gott, ich wusste es! der hat doch einen Schaden. Oh, das wird nie langweilig. Ja, jetzt passiert ja nicht mehr viel. Jetzt gehen wir zurück. Beim Auto essen wir unsere selbstgeschmierten Brote. Und dann fahren wir zurück zum Hostel. Und ich vermute mal, wir sehen uns am Hostel wieder. Oder haben wir noch was von der Wanderung zu erzählen? Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ah ja, ja, hier laufen viele Leute mit Spikes rum. Also das sind so Gummiüberzüge mit Metallnoppen dran.
Ja, man kann es auch ganz gut ohne machen. Also festes Schuhwerk ist schon zu empfehlen, weil es ist schon rutschig. Hier, pass auf jetzt. Aber man muss halt gucken, wo man hinläuft. Ne? Hier und da ist mal Eis. Aber ansonsten geht's. Wir sind jetzt schon ein bisschen länger zurück im Hostel. Wir haben einen kurzen Nap gemacht. Und aktuell arbeitet Hans vorne im Aufenthaltsbereich am Vlog. Ich habe schon einen Shot geschnitten oder ein Reel. Und ich wollte jetzt gerade Wasser holen. Und dann zeige ich euch mal, wie das davon aussieht. So, wir haben jetzt aufgegessen. Es gab lecker Spaghetti Bolognese mit Tofu. Und morgen gibt es gutes Wetter, weil die Teller sind leer. Brauchen wir auch, weil morgen fahren wir weiter nach Fort McLeod. Unser letzter Zwischenstopp vor den USA. Jetzt fängt der 3. Tag an von unserer langen Reise. Heute geht nicht so viel ab. Wir haben jetzt gerade unsere Sachen zusammengepackt, Betten abgezogen. Das müssen wir jetzt schnell ins Auto bringen. Und dann treffen wir uns jetzt noch mit Ex-Arbeitskollegen zum Frühstück. Die sind von Sun Peaks hier nach Canmore gezogen. Und die haben wir jetzt fast ein Jahr lang nicht gesehen. Ne? Ja, mindestens ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Und danach fahren wir dann nach Fort McLeod. Let's go. Siehst hübsch aus. Danke. Ja, verrückt. Wir sind jetzt wirklich noch nicht lange unterwegs. Und es ist schon deutlich flacher geworden. Ja, so ist das. Heute ist ein richtig schöner Tag. Mal gucken, ob wir unterwegs irgendwo anhalten. Und da mal ein Päuschen machen, ne? So, wir sind jetzt aus den kanadischen Rockies rausgefahren und schon Richtung Süden. Und wir machen jetzt gerade eine Pause beim Frank Lake. Das ist einfach hier mitten im Nirgendwo. Hans macht uns jetzt 2 Brote. Brötchen. Und dann gehen wir noch eine kleine Runde spazieren, bevor es dann weitergeht. Tut auch gut, mal so die Sonne auf der Haut zu spüren, ne? Komm. Aufgekommen. Hereinspazieren! Oh, der Sessel sieht doch gemütlich aus. Kannst du sagen, was du willst? Riecht doch nach Rauch. Wir wollen jemanden geraucht haben. Wer? Kleine Roomtour. Ach du Scheiße, Alter. Das ist unsere Mini-Küche. Das ist unser Badezimmer direkt dabei. Das ist das absolut neue Highlight hier. Die Handtücher aufgehangen. Auch sehr schön. Riecht's voll nach Rauch. Ja, riecht schon. Zum Glück bleiben wir nur eine Nacht. Fick ist das. Die Heizung. Die ist ja noch aus dem. Wir bezahlen 55 €. Die ist ja noch aus dem 15. Jahrhundert, die Heizung. Ja. Halten wir es hier aus? Ja klar halten wir es hier aus. Wir haben die Nacht überstanden. Wir haben jetzt 9:30 und es sind 8 Grad draußen. Habe ich gerade gesehen. Wir fahren jetzt uns einen Kaffee holen und dann fahren wir nach Waterton. Waterton National Park. Genau, und da machen wir eine süße kleine Wanderung. Wir haben uns gerade gefragt, ob es in Kanada eigentlich mehr McDonald's oder Tim Hortons gibt. Was denkt ihr?
Schreibt es in die Kommentare. Tim Hortons ist übrigens eine Mischung aus Bäckerei und Café. Aber als Fastfood-Kette. Hier riecht es auch wie in einem Fastfood-Restaurant. Wir haben jetzt, hast du erzählt, dass wir alles Kleingeld ausgeben? Okay, wir hatten 9,59 $ zur Verfügung und wir haben uns bestellt ein Schokocroissant, ein Apfelfritter, 2 komische kleine Bälle und ein Cappuccino. Und wir haben ausgegeben 9,30 $. Was aber auch, jetzt müssen wir auch noch Eintritt bezahlen hier, 25 $, haben wir gar nicht mit gerechnet. Naja, wir hatten es sowieso vor, hier hinzukommen. Da müssen wir jetzt durch. So, wir sind jetzt angekommen, wo wir wandern wollen. Wir wollen da hochwandern auf den Biershang. Das sind 2,3 Kilometer hin und zurück, also easy peasy. Wenn wir Lust haben, gehen wir vielleicht noch auf der Rückseite runter, dann sind vielleicht 1 Kilometer mehr oder so. Ich mache jetzt All Trails an, damit ich euch jetzt einblenden kann, wo wir loswandern können. So hübsch aus, dieses Gebäude. So, das war jetzt unsere letzte Wanderung in Kanada. Und heute fahren wir noch über die Grenze in die USA. Wir haben jetzt gerade mal kurz über das letzte Jahr reflektiert, weil es einfach schon ein Jahr seitdem wir in Kanada Krass. sind. Das fühlt sich überhaupt nicht so lange an. So, keine Ahnung, ein Jahr? Ging voll schnell rum. Ja, wir sind damals, im April sind wir hingekommen. Das Visum ist jetzt noch ein paar Tage lang gültig, aber wir reisen heute schon aus. Ja, und wir haben uns jetzt noch 3 Fragen überlegt, die wir uns gegenseitig stellen wollten. Und zwar einmal, was unser Highlight war, was wir anders machen würden und was wir anderen Leuten empfehlen würden. Willst du anfangen? Ja, was war dein Highlight? Mein Highlight waren die kanadischen Rocky Mountains und vor allem der Puttu Lake, den fand ich sehr schön. Was war dein Highlight? Mein Highlight war auch die kanadischen Rocky Mountains, aber im Sommer. Und damals der Kinbasket Lake, das war irgendwie so ein richtiges Abenteuer-Camping. Das war cool, das war mein Highlight. Und das zweite war, was wir anders machen würden. Ich glaube, das ist bei uns beiden das Gleiche. Ja. Wir würden uns für den Winter, ich glaube, einen anderen Job suchen mit einem anderen Unternehmen. Ansonsten würden wir eigentlich alles nochmal so machen, ne? Ja. Ist schon alles, also wir wollten durcharbeiten. Das haben wir gemacht. Ja. Wir wollten viel sehen, wir haben viel gesehen. Und wir wollten eine Skisaison mitmachen. Wir wollten eine Skisaison mitmachen. Ja. Das war krass. Und im Sommer haben wir noch Downhill Mountainbiking kennengelernt. Das war auch geil. Ja. Und Ja. was würden wir anderen Leuten sagen? Ich glaube, wir würden denen sagen, falls ihr überlegt, mal so ein Working Travel in Kanada zu machen, seid euch aber nicht sicher, macht es auf jeden Fall, weil Kanada ist so ein riesiges Land und es gibt einfach so viel zu entdecken. Die Natur ist wunderbar und wer Bock hat, mal so eine Skisaison mitzuerleben, das ist es auf jeden Fall wert. Ja, weil auf das jeden ist schon was anderes, als mal Skiurlaub zu fahren. Man lernt auch so viele verschiedene Leute kennen und Es ist auch einfach, weil man ist nie alleine. Ne? Also selbst wenn man jetzt alleine hier hinkommen würde, man würde voll leicht Leute finden, weil es einfach international ist und ja, easy peasy. okay. Ja, ich glaube, waren das jetzt schon. Ich bin jetzt gespannt, ob alles reibungslos funktioniert und wir einfach über die Grenze kommen und unser 90-Tage-Visum bekommen. Was denkst du? Ich sage, wir kommen auf jeden Fall die 90 Tage und ich sage, wir kommen easy peasy rüber und das ist in ein paar Minuten, ist der Drops gelutscht an der Grenze. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, aber wir werden es auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Sagen wir Tschüss? Wir sagen Tschüss. Tschüss! Tschüss! Wir sind an der Grenze. Hoffentlich kommen wir durch. Wenn ihr wissen wollt, ob wir durchgekommen sind oder nicht, dann schaut euch auf jeden Fall das nächste Video an.